So oder so ähnlich kann es auch aussehen beim Polieren. Vielleicht nicht ganz so schlimm. Deswegen geht es heute mal um das Thema, was kannst du eigentlich tun, um dieses ganze Zeug nicht dauerhaft einzuatmen. Wir waren selber ganz erschrocken, als wir mal einen Workshop hatten, dabei das Licht ein bisschen für Fotos verändert haben und dann mit starkem Gegenlicht gearbeitet haben, was eigentlich am Polierstaub, Lackstaub und diesem zermahlenen Polierkorn so in der Luft liegt. Und es sind einfach Substanzen, die du nicht dauerhaft in der Lunge haben willst. Generell ist natürlich eine Politur wasserbasierend, was aber nicht heißt, dass nicht auch Benzine drin sind, um eben dieses Polierkorn zu lösen. Insgesamt brauchen wir, glaube ich, nicht darüber streiten, dass niemand unbedingt über Jahre, wenn er das gewerblich macht oder auch häufig hobbymäßig, das dauerhaft einatmet. Das kann einfach nicht gesund sein und führt wirklich dauerhaft zu Krankheiten. Deswegen nur ganz am Rande sozusagen, achtet auf euren persönlichen Arbeitsschutz beim Polieren. Das muss am Ende jeder selber entscheiden. Aber eine Partikelmaske sollte auf jeden Fall sein, um das Eindringen in die Atemwege zu verhindern. Eine Schutzbrille kann definitiv auch nicht schaden. Mir geht es zum Beispiel häufig so, dass ich gerade, wenn ich intensiv gecuttet habe mit Fell, Mikrofaserpad und der Schleifpolitur, einen Gerstenkorn am nächsten oder übernächsten Tag entwickle. Also scheinbar gibt es da auch irgendeine Einwirkung auf die Schleimhäute ums Auge rum. Auch der Gehörschutz, deswegen habe ich die jetzt auch in der Hand, ist so ein Thema. Die Poliermaschinen sind häufig nicht extrem laut, aber trotzdem ist es über 8 Stunden Dauerpegel, Dauergeräusch mit 50, 60 Dezibel ein Stressfaktor für deinen Körper und natürlich auch nicht gut fürs Gehör. Deswegen überlege, ob du dein Gehör schützt. Du kannst entweder so einen Kapselgehörschutz nehmen oder du nimmst einfach einen Kopfhörer und hörst nicht zu laut dabei Musik. Den letzten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, deswegen habe ich hier diese Handschuhe in der Hand. Ich merke es persönlich immer, wenn ich lange poliert habe, dass meine Hände sehr trocken werden. Natürlich auch von dem Staub und von den Lösemitteln. Man sieht es jetzt ja auch gerade schön an meinen Händen. Die werden mit der Zeit einfach trocken und indem man einfach so eine Mechanikerhandschuhe oder so eine Montagehandschuhe trägt, kann man dem entgegenwirken. Der Prozess, wo aber der meiste Polierstaub samt Lack und Lösemittel und was da noch alles drin ist, ausgepustet wird und in der Luft rumfliegt, ist das Ausblasen der Pads, was aber extrem wichtig ist, um das Polierergebnis weiterhin gut zu erhalten, die Polierpads in der Performance zu erhalten und einfach weiter arbeiten zu können. Und um diese Belastung zu reduzieren, zeige ich euch eine Profi-Methode zur Polierstaubabsaugung und eine Methode, die ihr sofort mit ganz wenig Hilfsmitteln nachmachen könnt. Starten wir mit Methode 1. Ja, Methode 1 ist wirklich ganz simpel. Ihr nehmt euch einfach einen leeren, großen Eimer, in dem Fall so einen 20-Liter-Eimer, sprüht ein bisschen Wasser rein und pustet das Polierpad im Eimer aus. Durch das Wasser wird der Staub ein bisschen gefangen. Es wirbelt zwar noch was durch die Luft, aber deutlich weniger, als würdet ihr ohne Eimer arbeiten. Das ist, wie gesagt, Budget ja fast 0 und ganz einfache Variante. Ein Upgrade dazu, beziehungsweise unser erster Versuch war so eine Absauganlage aus dem Holzbearbeitungsbereich. Wird an den Trichter angeschlossen und wir haben das jetzt hier erstmal auf so einen Wagen gestellt, um es auszuprobieren. Wird eingeschaltet, wird abgepustet und man sieht wirklich, dass relativ viel in den Trichter gesaugt wird und nicht in der Luft landet. Aber diese Anlage hatte nicht ganz das nötige Volumen, deswegen haben wir das Ganze nochmal abgegradet. Dazu kommen wir als nächstes. Hier nochmal zum Vergleich, wie viel in der Luft landet ohne Absaugung. Also einfach nur, um das mal zu zeigen, was da, wie gesagt, in der Luft landet und dass es sich lohnt. Und dann hier im Absaugbild sieht man, dass ein Großteil des Polierstaubs reingesaugt wird. Wie gesagt, es landet auch ein bisschen was in der Luft, aber zum Upgrade kommen wir gleich nach der nächsten Aufnahme. Bitte tu dir selber den Gefallen und vernachlässige das Thema nicht. Wir haben, wie gesagt, in dem Polierstaub alle möglichen Substanzen, die wir nicht dauerhaft über die Lunge aufnehmen wollen. Beschäftige dich einfach mit dem Thema persönliche Schutzausstattung und überleg dir, ob eins der 2 vorgestellten Tools für dich ein geeignetes Medium sein können, um diesen extremen Ausstoß an Polierstaub ein bisschen zu mindern. Ich werde jetzt die Saugkombi weiter testen, vielleicht noch weiter optimieren und euch da Updates geben, aber insgesamt sei sensibel für das Thema, denn es gibt ganz viele Krankheiten, aber nur eine Gesundheit, mein Lieblingsspruch vom RBB. Aber beherzige das einfach und probier es aus. Alle verwendeten Produkte findest du unten verlinkt. Ich danke dir fürs Zuschauen. Im Video direkt ein Update. Wir haben, nachdem wir das Video gedreht haben, gemerkt oder gesehen, dass die Firma Scheppach noch ein Gerät hat, was einen massiv höheren Volumenstrom hat. Also das andere, das kleine Gerät hat 280 Liter pro Minute. Das hier hat 1200 Liter pro Minute. Und da das kleine schon gut funktioniert hat, haben wir gesagt, wie schön wäre es denn, wenn das Große noch besser funktioniert und der Staub, der trotzdem noch entstanden ist, auch abgesaugt wird. Und das haben wir hiermit erreicht. Die Lösung ist die gleiche. Wir haben den gleichen Trichter verwendet. Der Schlauch ist ohnehin dabei. Das ist im Endeffekt auch Zubehör aus dem Tischlerei, aus dem Holzbearbeitungsbedarf, um einen Absaugfilter, wo die Luft durchgeleitet wird, damit der Staub nicht nach außen kommt. Und hier unten eine Auffangtüte. Wie gesagt, ich glaube, die brauchen ein paar Jahre hier, um voll zu werden bei uns. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie gut das Teil funktioniert. Es ist auch deutlich leiser. Wie gesagt, guckt einfach mal rein und wir sehen uns gleich wieder. Ist drauf?
Mir gefällt es wirklich gut. Ich habe so gut wie gar keinen Staub mehr in der Umgebung. Also das Teil ist top und kostet tatsächlich nur 30 € mehr als die kleine Absaugung. Also zusammen mit diesem Trichter sind wir bei unter 150 €. Muss jeder am Ende selber entscheiden, ob es sich für den Einzelnen lohnt oder nicht. Ich finde es top, wenn der ganze Polierstaub hier nicht mehr durch die Gegend fliegt. Wie gesagt, günstige Lösung ist die Variante mit dem Eimer, funktioniert auch, nimmt schon mal die Hälfte des Staubs weg. Wer halt die optimale Lösung haben will, das Gerät kann ich wärmstens empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann. Haut rein.